erste Frage lautet: Würdest du Fragezeichen, würdest du eher nicht sprechen können oder nicht laufen können? Was meinst du? Nicht sprechen können oder nicht laufen können? Ich persönlich würde eher nicht sprechen können, weil ich das nicht so cool finde, wenn man nicht laufen kann. Dann ist man ja sehr im Leben eingeschränkt. Wenn man nicht sprechen kann, kann man schreiben oder sich mit den Händen verständigen. Deswegen entscheide ich mich für nicht sprechen können. Tatsächlich wundert mich, dass das so viele eher nicht laufen können würden. 42% und
jemand dabei ist. Und hassen ist so eine Sache. Man kann auch unbegründet meinen, dass eine Person einem nicht gut tut, oder es gibt manchmal Konflikte, wenn jemand nicht kommuniziert, nicht miteinander kommuniziert. Deswegen denke ich schon, dass die Möglichkeit besteht, dass man dann mit der Person sich besser versteht, wenn man zusammen das gleiche Problem hat. Ja, zu zweit schafft man es eher, ob man sich hasst oder nicht, der Hass vergeht. Würdest du eher zum Mond oder zum Mars reisen? Was haben sie denn hier mit dem Mars? Eigentlich interessiert mich weder das eine noch das andere. Aber zum Mond geht's schneller, deswegen. Würdest du eher ein langes, langweiliges Leben haben oder ein kurzes, lustiges Leben haben? Definitiv das hier. Ein kurzes und lustiges Leben. Denn was bringt einem das Leben, wenn es lang und langweilig ist? Würdest du eher mehr Stunden pro Tag arbeiten, aber weniger Tage, oder weniger Stunden pro Tag arbeiten, aber mehr Tage? Gute Frage. Was meinst du denn? Was trifft ihr auf dich zu? Ich glaube, ich fände es besser, wenn ich zum Beispiel nur einen halben Tag arbeiten würde und die zweite Hälfte frei hätte. Und das mehr Tage, als wenn ich ganz lange an einem Tag arbeiten würde und dafür zum Beispiel nur ein paar Tage frei hätte. Lieber so ein Ausgleich. Oh, da liege ich definitiv nicht bei der Mehrheit. Würdest du eher immer nasse Socken haben, immer mit deiner Kleidung duschen? Was ist das für eine Frage? Immer mit meiner Kleidung duschen, weil dann könnte man sie ja trocknen danach, beziehungsweise die Kleidung würde dann irgendwann trocknen, aber immer nasse Socken ist dann nicht so gut und die Füße müssen ja in der Wärme sein, damit man auch gesund bleibt. Würdest du eher nie wieder Fleisch essen oder für den Rest deines Lebens nur noch Fleisch essen? Die Veganer und Vegetarier unter uns gerade so, aber ich esse eh kein Fleisch. Nee, ich könnte mir das tatsächlich
Bei mir ist es definitiv das Erste, weil ich es sehr, sehr mag zu reisen und ich binde mich nicht so wirklich an einen Ort. Ich weiß, dass viele Leute in Deutschland eher so sind, dass sie an einem Ort leben möchten, aber ich bin in meinem Leben schon sehr, sehr oft umgezogen, habe schon 2 Länder und mehrere Städte gewechselt und ganz, ganz viele Wohnungen. Deswegen ist es so mein Lifestyle und es wäre schon cool. Ja, wie ich mir schon dachte, gehöre ich dann nicht zu der Mehrheit. Würdest du eher mit deinen Eltern leben, wenn du im mittleren Alter bist, oder mit deinen Geschwistern leben, wenn du im mittleren Alter bist? Ich habe keine Geschwister. Gar keine. Ich bin ein Einzelkind. Aber wenn ich mir so überlege, wenn ich Geschwister hätte, dann fände ich es cooler, mit meinen Gleichaltrigen zu leben. Also so ungefähr ist man ja im gleichen Alter mit den Geschwistern. Deswegen würdest du eher alle schlechten Fahrer auf der Straße loswerden oder nie mehr in Geschäften und Restaurants Schlange stehen müssen? Da denke ich eher an die Mehrheit der Leute. Wenn wir alle schlechten Fahrer auf der Straße loswerden, dann gibt es hier weniger Verkehrsunfälle, wenige Verletzte. Deswegen bin ich da nicht so egoistisch und stehe weiterhin Schlange und entscheide mich dafür. Oh nein, wirklich, wirklich die Mehrheit. Okay. Würdest du eher perfektes Sehvermögen, aber schiefe Zähne haben oder schlechtes Sehvermögen, aber perfekte Zähne haben? Ich habe weder das eine noch das andere. Ich habe keine perfekte Zähne und kein perfektes Sehvermögen. Meine Sehstärke ist -6. Aber ich lebe ganz gut damit. Also ich trage Kontaktlinsen. Und das ist gar kein Problem für mich. Deswegen würde ich weiterhin meine Kontaktlinsen tragen und perfekte Zähne haben. Würdest du eher lange, lockige Haare haben oder kurze, glatte Haare haben? Ich finde lange, lockige Haare so schön. Deswegen lieber das hier. Ich habe aktuell lange, glatte Haare. Aber lockige Haare wären auch cool. Und man könnte sie auch glätten. Würdest du eher der Schüler sein, der immer im Unterricht schläft? Oder der Schüler sein, der immer im Unterricht redet? Beides ist nicht so gut. Aber mir ist an einer deutschen Schule aufgefallen, dass die Leute, die immer reden,
jemand für das erste entschieden hat. Okay, 10%. Aber ja, war klar, dass die Mehrheit sich dafür entscheidet, dass alles zu Gold wird, was man berührt. Würdest du eher deinen größten Wunsch erfüllen oder dein größtes Bedauern auflösen? Oh, das ist eine wirklich gute Frage, so deep. Ja, ich würde sagen, wenn jemand wirklich etwas Krasses hat, wenn jemand wirklich etwas Krasses hat im Leben, dann würde derjenige sich sicherlich dafür entscheiden. Aber ich nehme das. Würdest du eher dein Traumhaus haben oder dein Traumauto haben? Ich bin keine Autofahrerin, deswegen betrifft mich das überhaupt nicht. Ich mag es nicht, Auto zu fahren, aber ich liebe Häuser. Ich liebe schöne Häuser, deswegen definitiv das hier. Ja, wie auch die Mehrheit, eindeutige Mehrheit. Oh, würdest du eher eine Spinne essen oder Popel essen? Wenn die Spinne nicht lebt, dann gerne die Spinne. I. Okay. Na gut, lasse ich mal das unkommentieren. Würdest du eher ein Roboter sein oder ein Alien sein? Wir wissen, was Roboter sind, aber wir wissen nicht, was Aliens sind. Und dennoch möchte ich keine Maschine sein, kein Computer, sondern hoffe ich darauf, dass Aliens uns ähnlich sind. Oh wow, 50-50. Krass. Würdest du eher dein Team gewinnen lassen, ohne etwas beizutragen, oder dein Team verlieren lassen, nachdem du dein Bestes gegeben hast? Natürlich ist es gut, wenn dein Team gewinnt, auch wenn ich nichts beigetragen habe. Würdest du eher ohne Elektronik leben oder ohne Freunde leben? Das habe ich schon durchgemacht. Und dank Elektronik habe ich mir neue Freunde gefunden. Online habe ich neue Menschen kennengelernt. Deswegen würde ich das dank der Elektronik wieder machen und neue Freunde bekommen, auch wenn ich gerade keine habe. Denn irgendwie ist es ganz schwierig, finde ich, in unserer Zeit irgendwo draußen neue Leute kennenzulernen, was aber im Internet ganz gut geht. Würdest du einen Job haben, den du liebst und kein Geld verdienen, oder einen Job haben, den du hast und eine Menge Geld verdienen? Ich würde einen Job haben, der mir Spaß macht und ausreichend Geld verdienen. Nicht zu viel oder nicht zu wenig. Die Mitte wäre schon perfekt, denn ich weiß, wie wichtig das ist, wenn der Job einem Spaß macht. Aber wie sollte man überleben, wenn man kein Geld verdient? Das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen fühle ich mich gezwungen, mich dafür zu entscheiden. Würdest du eher mit ein paar Freunden abhängen oder
deines Lebens als Sklave verbringen. Ich weiß nicht, aber es fühlt sich so an, als wäre man im Gefängnis ein Sklave. Denn was macht man sonst, als das zu machen, was dir befohlen wird? Zu arbeiten, zu leben. Und in beiden Fällen ist man irgendwie eingeschränkt, eingesperrt. Aber es besteht ja noch die Hoffnung, dass man als Sklave weg kann. Dann entscheide ich mich für den Sklaven. Würdest du eher für den Rest deines Lebens jede Minute drinnen verbringen oder für den Rest deines Lebens jede Minute im Freien verbringen? Das ist wieder sowas wie Gefängnis und Freiheit. Deswegen würde ich mich eher für das Leben im Freien entscheiden. Schon wieder 50-50. Interessant. Würdest du eher eine Komödie anschauen oder einen Horrorfilm anschauen? Ich mag Horrorfilme tatsächlich gerne. Früher habe ich mir sie sehr oft geschaut. Nur in letzter Zeit finde ich das moralisch nicht ganz so richtig. Denn wenn man sich überlegt, dass man in den Horrorfilmen solche Szenen sieht, die man sich eigentlich nicht für echtes Leben wünscht, die einfach nur schrecklich sind. Deswegen bin ich eher aktuell bei Komödien. Okay. Machen wir dann noch diese Frage. Die letzte Frage. Gut. Würdest du eher nie einen Job haben oder niemals einen Partner haben? Einen Job muss man ja nicht unbedingt haben. Aber wenn man einen Partner hat, hat man natürlich die Liebe und die Familie. Und der Partner kann einen unterstützen, wenn man ja keinen Job hat und dementsprechend auch kein Geld zum Leben hat. Hat man dann jemanden an seiner Seite, der einen in allen Hinsichten unterstützt. Deswegen würde ich eher nie einen Job haben. Okay, gut, dann machen wir noch diese eine Frage, aber jetzt auch wirklich die letzte. Würdest du eher das Internet aufgeben oder Tageslicht aufgeben? Natürlich wäre das Leben nicht mehr so schön ohne Tageslicht. Kein Tageslicht bedeutet auch keine Sonne. Wie können wir ohne Sonne